Stuttgart 21 ist sicherlich im Moment das komplexeste und größte Projekt in Europa. Die Neuordnung des Eisenbahnknotens Stuttgarts. Dazu zählen eine Vielzahl an Tunneln, die wir dafür errichten müssen. Und das Kernelement ist aber der neue Tiefbahnhof in Stuttgart, der den alten Kopfbahnhof ersetzen wird. Der aktuelle Abstellbahnhof befindet sich in Stuttgart zwischen dem Schlosspark und dem Rosensteinpark und ist heute noch vom Kopfbahnhof über das Gleis Vorfeld auch ebenfalls als Kopfbahnhof dort situiert. Ein Abstellbahnhof hat die Funktion, dem Fernverkehr und dem Regionalverkehr unabhängig davon, wer ihn bedient, die Möglichkeit zu geben, ihre Züge abzustellen, neue aber auch zusammenzustellen, von dort in den entsprechenden Startbahnhof einzufahren. Er bietet auch die Möglichkeit, dass das Personal, was den Zug fährt, aber auch Dienstleistern, am Zug zu arbeiten und hier an diesem ihren Arbeitstag zu beginnen, als auch abzuschließen. Der neue Tiefbahnhof wird ja zum heutigen Kopfbahnhof um 90 Grad gedreht und wird auch in der Tiefe nach unten verlegt. Das heißt, die ganzen Zufahrtsgleise, die wir heute haben zum Bahnhof, können nicht mehr genutzt werden. Das gilt in dem Zusammenhang auch für den Abstellbahnhof, der ja auch ein Kopfbahnhof ist. Für den fehlen dann entsprechend auch durch das Rückbau oder den Rückbau des Gleisfeldes die entsprechenden Gleisanbindungen, um überhaupt noch einfahren zu können. Wir befinden uns hier im Baufeld des künftigen Abstellbahnhofs Untertürkheim. Das ist in der Nähe vom Mercedes-Benz-Werk, vom bekannten VfB-Stadion. Der künftige Abstellbahnhof Untertürkheim hat in der Länge eine Ausdehnung von ca. 1,6 Kilometer. An seiner breitesten Stelle wird er ca. 100 Meter breit und hat in der Fläche eine Ausdehnung von ca. 11 Hektar. Das sind rund 110.000 Quadratmeter. Hier werden 33 neue Gleise errichtet. Diese werden eine Gesamtlänge von 8,6 Kilometern für die Abstellung von Zügen haben. Bei diesen 33 unterscheiden wir zwischen reinen Abstellgleisen oder eben auch Gleisen, wo Züge gereinigt werden können oder an denen entsprechend für Personen- oder Güterzüge eine Wende vollzogen werden kann. Wir haben insgesamt 8,6 Kilometer Abstelllänge. Die einzelnen Züge, die hier später abgestellt werden, haben natürlich unterschiedliche Zuglänge. Das kann ein ICE sein mit 420 Meter Länge, aber auch kürzere Regionalzüge, die hier später abgestellt werden können. Der Vorteil des neuen Abstellbahnhofs in Untertürkheim ist, dass dieser vom Durchgangsbahnhof in Stuttgart von beiden Fahrtrichtungen angedient werden kann durch die Tunnel, die wir in Stuttgart neu errichtet haben. Dies ermöglicht uns, die Kapazitäten im Durchgangsbahnhof zu erzielen, weil die Züge dort nicht länger warten müssen nach dem Ein- und Aussteigen der Fahrgäste, sondern direkt nach dem Fahrtbeginn und dem Fahrtende dort wieder in die Abstellung zum kurzzeitigen Zwischenparken im Abstellbahnhof fahren können. Die Herausforderungen am neuen Abstellbahnhof liegen im Bereich der Umwelt und Natur. Das heißt, wir haben hier relativ viele Eidechsen in diesem Baufeld gehabt. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch die Wohnbebauung, die hier sehr in der Nähe ist. Das heißt, alles, was Lärm- und Staubbelästigung für die Bewohner ist, sind Herausforderungen, die wir hier im Baustellenalltag berücksichtigen müssen. Die Lage des Baufeldes stellt für uns dahingehend eine Herausforderung dar, weil wir auf der einen Seite im Betrieb befindliche Gleise haben, von der Deutschen Bahn, auf der anderen Seite aber auch Gleise der Straßenbahn Stuttgart. Wir haben somit nur wenige Zu- und Ausfahrtsmöglichkeiten, um Materialien, die wir für unsere Baustelle brauchen, rein und raus zu bekommen. Das Gleisbett des alten Güterbahnhofs in Untertürkheim ist ein geeigneter Lebensraum für Eidechsen. Die Schätzungen gingen von ca. 4.000 Tieren aus, die wir hier aus dem Baufeld umsiedeln mussten. Für diese Umsiedlung haben wir im Vorfeld im Bereich der Panoramabahn oder als in Zatzenhausen sogenannte Ersatzhabitate hergerichtet. Die Eidechsen einzufangen oder abzusammeln ist eine relativ aufwendige Geschichte. Bei dem Abfangen der Eidechsen im Abstellbahnhof wurden zwei Methoden angewendet. Zum einen haben wir Becherfallen im Boden eingegraben und zum anderen hatten wir Personal, was mit einer Schlinge die Tiere eingefangen hat. Am Ende, das war im Sommer diesen Jahres, haben wir rund 9.000 Tiere in ihr neues Quartier umgesiedelt. Die Rückbautätigkeiten im Abstellbahnhof beginnen mit dem Rückbau der Gleise, der Schwellen und der ganzen Schienen und setzt sich dann fort mit dem Ausbau des ganzen Altschotters und des alten Bodens.
Wenn wir dann das sogenannte Erdplanum erreicht haben, beginnen wir mit neuem Bodenaustauschmaterial die Höhe wieder auf das Niveau zu bringen des künftigen Abstellbahnhofs. Neben dem Rückbau der alten Gleise sind auch ältere Gebäude zurückzubauen. Diese Gebäude sind alle baufällig, erfüllen auch nicht mehr die Anforderungen und liegen auch in der Position im Baufeld nicht dort, wo die künftige Nutzung es erfordert. Die Baufreiheit für den künftigen Abstellbahnhof hat es erforderlich gemacht, Vorabmaßnahmen durchzuführen. Dazu zählt zum einen der Bau einer temporären Kabelbrücke, die man da hinten sehen kann. Auf der verlaufen alle Kabel, die für den Betrieb der S-Bahn- und Fernbahngleise heute noch erforderlich sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir später den Bahnhof und die künftige digitale Stellwerkstechnik aufgebaut haben. Diese Kabelbrücke ermöglicht uns, dass alle Kabel, die heute dann im Baufeld liegen, außer Betrieb genommen werden können. Ein weiterer wichtiger Teil ist die Interregio-Kurve. Mit dem Bau und der Inbetriebnahme der Interregio-Kurve können heute noch im Betrieb befindliche Gleise außer Betrieb genommen werden und das Baufeld in der gesamten Breite genutzt werden. Bevor wir den neuen Gleiskörper aufbauen, werden hier Gräben gezogen, in denen Entwässerungsleitungen eingebaut werden müssen oder entsprechende Kabelschächte und Kabelquerungen für die spätere Kabelführung. Wenn diese Arbeiten dann abgeschlossen sind, dann kommt ein neuer Gleisschotter, den wir mit Bahnwagen hier in den Bahnhof einfahren werden, und auf diesen wird dann in der sogenannten Schotterbauweise der neue Oberbau, die neuen Abstellgleise hier errichtet. Wir haben bereits heute erste Gleisbautätigkeiten durchgeführt. Das sind insbesondere die Gleise, die in den Trog Untertürkheim reinführen. Das ist diese Tunnelverbindung von Untertürkheim in den Hauptbahnhof. Bahnanlagen waren im Zweiten Weltkrieg oft das Ziel von Bombardierungen, so auch der alte Güterbahnhof in Untertürkheim. Das heißt, wir müssen vor Beginn unserer Arbeit eine sogenannte Kampfmittelsondierung durchführen. Hier im Hintergrund kann man sehen, dass der Kampfmittelerkunder hier mit einer sogenannten Sonde den Bereich abläuft. Von der Funktionsweise ist es ja so, die alte Kriegsmunition ist aus Metall und dieser Detektor kann erkennen, ob Metall, Eisen in allen Fällen im Boden vorhanden ist und kann so Störkörper erkennen, denen wir dann noch gezielt nachgehen können. Eine Kampfmittelsondierung ist immer dann erforderlich, insbesondere bei alten Bahnanlagen, aber auch in allen innenstädtischen Bereichen, wo zu den Kriegszeiten starke Bombardierungen waren. Wenn im Boden ein Störkörper ist, dann signalisiert die Sonde ihm das mit einem Piepsignal. Wenn wir so Fälle haben, dann wird anhand des Bildes, was sich da ergibt, erkundet und abgeschätzt, handelt es sich dabei um einen Blindgänger oder um andere Metallkörper. Wenn Unsicherheiten über das Gefundene besteht, wird diesem Körper nachgegraben, um sicher zu sein, dass es sich dabei nicht um eine Kriegsmunition aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Bevor der Abstellbahnhof Untertürkheim in Betrieb gehen kann, muss auch dieser auf seine Funktionsfähigkeit hin geprüft werden und wird verschiedenen Tests unterzogen. Die komplexen Bauabläufe und die vielen Beteiligten werden in den nächsten Monaten vom Team und mir noch einiges abverlangen. Aber wir freuen uns heute schon riesig, hier zu sehen, wenn die ersten Züge hier reinfahren können und das, was wir uns am Tisch mal überlegt haben, in die Realität umgesetzt wird.